Warum zum Teufel gibt es 6 Stichsägen von Metabo? Warum heißt diese Säge hier Stab? Ich glaube, da ist irgendwas falsch gelaufen. Und warum ist das hier die beste Tauchsäge von Metabo? Das klären wir in diesem Video. Mein Name ist Sebastian. Und ich bin der Norbert von Metabo und bin dort bei Metabo Anwendungstechniker. Erstmal Norbert, schön, dass du heute hier bist. Wir haben 6 Sägen hier auf dem Tisch und wir haben wirklich einige kontroverse Themen. Und ich möchte gleich mit einer Sache anfangen. Ich hasse Bügelstichsägen. Ich weiß nicht, was das hier alles soll. Wozu gibt es überhaupt Bügelstichsägen noch im Programm? Wird das wirklich gekauft? Ja, es gibt Leute, die kaufen noch Bügelstichsägen. Da schwingt so ein bisschen was mit. Okay, ja. Aber ihr habt hier im Grunde drei verschiedene Sägen, jeweils in 2 verschiedene Varianten. Ja? Genau. Einmal als Stab, einmal als Bügel. Und ich habe mit einigen interessanten Themen angefangen und die Säge hier wirklich, die heißt ja wirklich Stab. Ja? Also hier steht es ja drauf, S-T-A-B. Da müssen wir auch gleich mal drüber sprechen. Gerne. Aber das Wichtige heute ist Folgendes. Ich möchte verstehen, warum gibt es so viele verschiedene und was ist der Unterschied zwischen den einzelnen und was ist vielleicht auch die richtige Stichsäge für mich. Das möchte ich heute eigentlich rausbekommen, weil rein emotional hätte ich zu der hier gegriffen. Hätte gesagt, na, die größte, das ist bestimmt die beste, die 150er, das muss das Modell sein. Und da hast du vorhin aber schon gesagt, so, na, weiß ich nicht. Ja. Ja? Und da müssen wir heute einsteigen. Ich möchte auf jeden Fall auch wissen, welches ist der richtige Akku, ja? Und welches was ist der technische Unterschied auch zwischen verschiedenen Geräten. Ja. Ja? Also gehen wir mal rein, weil ich glaube, ich habe genau den richtigen heute hier. Und vielleicht schauen wir mal wirklich von den einzelnen Maschinen mal hier durch, was sind die Unterschiede und du erklärst mir das einfach und dann wissen wir es halt. Gerne. Ich versuche ja schon seit längerer Zeit, dir klarzumachen, was L, LT oder LTX heißt, unsere 3 Leistungsklassen. Okay. Damit das auch du mal verstehst. Ja, finde ich gut. Auch dann für euch. Ich muss auch wirklich sagen, so richtig verinnerlicht habe ich es wirklich nicht. Es gibt ja 3 verschiedene Leistungsklassen, so L, LT, LTX. Genau. Ja? Und wir haben hier auch L, LT, LTX auf dem Tisch stehen? Das passt so genau in der Reihenfolge. Mensch, das läuft ja hier. Okay, was ist der Unterschied? Jetzt packen wir mal die Bügelvarianten weg. Die sind im Prinzip baugleich zu der Stab- und Knaufform. Finde ich gut. Dann fangen wir mal mit der L-Klasse an. L steht für leicht. Einstiegsklasse, was die Performance, was die Leistung angeht. Das heißt, hier haben wir ein 18 Volt Gerät. Jetzt kommen wir zu der Bezeichnung bei uns. ST Stichsäge, 18 für die Voltklasse, L die Klasse und 90 maximaler Schnittkapazität Holz. Okay. Und das zieht sich im Prinzip dann durch bei allen 3 Leistungsklassen. Und bei der L-Klasse haben wir die 90 mm als Maximum. Das heißt, L steht hier erstmal für Einstieg oder für leicht? Für leicht. Okay. Das heißt, wir haben hier LT, steht dann für? Mittelklasse. Okay. Und Mittelklasse bedeutet in dem Fall, wir haben jetzt hier eine 130. Also ST ist klar, 18 ist auch klar. Ja? Also, um auch mal die Nomenklatur vielleicht ein bisschen zu erklären. Für Stichsäge vermute ich jetzt mal. Stimmt. 18 für die Voltklasse, LT steht dann für die Leistungsklasse. Genau. Ja, okay, also es ist dann die mittlere Leistungsklasse. BL übrigens finde ich sehr gut, steht bei euch immer für Brushless. Ja, viele Hersteller verstecken das ja irgendwo, ihr schreibt es immer direkt mit drauf. Schöne Sache. Heißt aber, dass das Gerät hier nicht brushless ist? Korrekt, das ist noch bürstenbehaftet. Alles klar. So, und dann haben wir jetzt hier die LTX-Klasse und LTX, also das X steht für extrem. Kann man so ausdrücken. Im Prinzip ist alles, wo ein X da dran steht, ist bei uns die Flaggschiff, die Oberklasse. Man sieht es auch hier beim Akkupack, die neue Generation Tablet-Zellen, da heißt der Akkupack auch LIHD-X. Das heißt, überall, wo ein X im Namen drin ist, steht dann für Oberklasse, für maximale Performance. Jetzt habe ich ja vorhin Folgendes verstanden. Ich soll nicht die Oberklasse nehmen. Wie gesagt, meine Präferenz oder meine Lieblingsstichsäge ist die 130er. Okay. Diese hier, weil die Frage ist halt, in der Regel geht es gerne darum, wir haben 3 Klassen. Warum haben wir 3 Klassen? Nicht jeder braucht die 150er. Das ist schon mal das Erste. Habe ich kleine Sachen, habe ich 19 mm, 20 mm, weiches Holz oder sowas, komme ich mit der kleinen handlichen 90er klar. Bei der 130er habe ich so viel Leistung, dass ich sagen kann, ich kann im Prinzip 90% der Anwendungsfälle abdecken. Ich habe einen durchschnittlichen Motor, ich habe Pendelhub, ich habe alles dabei, was die Stichsäge braucht. Habe aber noch hier die Handlichkeit, wo ich sagen kann, das Gerät ist richtig geschmackig, liegt gut in der Hand. Bei der 150er kommt es dann halt darauf an, Zimmereien, wenn es heißt maximaler Sägefortschritt, maximale Materialstärke, dann nehme ich die 150er. Mir persönlich ist die 150er für die Arbeiten, wo ich eine Stichsäge einsetze, wäre sie mir zu groß, zu schwer, weil wir haben hier fast ein halbes Kilo Unterschied, was diese 150er mehr wiegt. Ja, also man merkt es ganz klar, wenn man sie in der Hand hat. Das ist schon
mehr Gewicht, aber auch mehr Umfang. Also dieser Umfang, den wir hier haben, ja, das ist einfach mehr. Und in Summe ist das handliche Gerät, muss man sagen, ja, das ist das kleinere. Das, was Norbert hier sagt, ist etwas, was für euch auch sehr wichtig ist. Das größte oder das vielleicht auch feature-umfangreichste Gerät ist nicht immer das Beste. Ich meine, es gibt ja einen ganz klaren Grund, warum nicht jeder meinetwegen einen LKW fährt, ja. Ist ja super, ja, kriegst du alles rein, ja, kannst alles mit transportieren, großer Tank und das ist alles schön, aber willst du nicht machen, sondern du brauchst ja für dein Nutzungsverhalten das richtige Gerät. Und dann ist es eben häufig, glaube ich, auch genau so ein Gerät in der Mitte, ja, wo man eben dann nicht mehr Gewicht mit sich rumschlägt, rumträgt oder. Aber lass uns mal die Sägen an sich anschauen und auch mal schauen, von der kleinsten zu der größten, erstmal, dass wir uns das Gerät mal wirklich im Detail anschauen und dann anschauen, was ist der Unterschied zu der und der nächsten. Was wir hier klassisch haben, ein Ausschalter. Ich habe auch hier eine Vorwahl, wo ich meine Hubzahl einstellen kann. Mittels Stellrad. Ich habe auch hier den Pendelhub. In 3 Stufen, wo ich ihn einstellen kann. Ich habe hier die Kunststoffkappe, wo ich hier schließen kann. Das heißt, ich habe hier den Absaugkanal, den kann ich hier reinstecken. Und viele fragen sich, was brauche ich das? Kann man ja wegmachen, stört mich ja nur. Wenn ich jetzt im Prinzip so sägen würde, dann geht quasi hier die Saugleich vom Sauger flöten. Ja, logisch. Ich schließe das Ganze hier und dann habe ich hier eine saubere, geschlossene Form hier vorne und dann kann ich besser absaugen. Hand aufs Herz, saugst du ab? Mit der Stichsäge zu 99% nicht. Ja, also ich auch nicht, aber es ist ja teilweise auch Vorschrift, das machen zu können und so weiter und so fort. Ja. Schön, wenn ihr das macht, ist super. Aber mir ist es manchmal oder meistens dann auch so, dass ich sage, ach komm hier, das ist ja auch meistens nicht so viel Material. Ja. Haben wir hier eine Abblasfunktion, dass wir so ein bisschen das Ganze vor uns her tragen? Das haben alle 3 Klassen. Diese Funktion ist immer gegeben. Okay. Sägeblattwechsel bedeutet hier einfach nach vorne ziehen, und dann einsetzen. Hab ich hier einen Auswurf? Ja. Okay. Das ist auch bei allen. Ist bei allen so, ist auch zwingend erforderlich, weil das Blatt wird in der Regel heiß. Und wenn das Blatt nicht ausgeworfen wird automatisch, müsste ich theoretisch das Blatt anlangen. Und wenn ich ein heißes Sägeblatt anlange, macht es Aua. Was hältst du davon, dass es einige Geräte gibt, die es nicht auswerfen, aber wenn ich jetzt das hier löse, das dann rausfällt? Besser, wie wenn es stecken bleiben würde. Wichtig ist halt, dass ich das Sägeblatt nicht anfassen muss. Ach so, ich kann hier den Winkel doch einstellen, ja? Ja, ich kann mittels den Imbusschlüssel, der immer dabei ist, die Grundplatte einmal nach links und nach rechts um 45 Grad schwenken. Das heißt, auch Gärungsschnitte sind hier problemlos möglich. Okay. Gibt es sonst noch was? Es gibt was das Gerät nicht hat im Vergleich zu den größeren. Und zwar habe ich hier nicht die Möglichkeit, dass ich die LED, die Arbeitsbeleuchtung, abschalten kann. Das heißt, wenn ich die Maschine so habe, blendet sie mich. Ja. Das geht hier bei der Variante nicht. Dann der Bügel für den Sägeblattwechsel oder Einstecken ist hier aus Kunststoff gefertigt, nicht aus Aluminiumdruckguss. Das sind dann so die Kleinigkeiten und dann die Unterschiede, wo es dann zu den größeren Geräten die Unterschiede ausmacht. Lass uns mal zu der hier kommen. Was ist an der jetzt anders? Das ist einmal die Leistung, dann hast du es angesprochen, bürstenloser Motor. Das zu den Motor. Hier habe ich eine Pendelstufe mehr. Dann wie angesprochen, hier das ist aus Metall, ja. ist aus Aluminiumdruckguss. Ich habe dann auch die Option, hier das LED-Licht ein- oder zuzuschalten. Ist es automatisch dabei, also automatisch an oder ist es automatisch eher aus? Es ist immer an. Ah, ja. Ich muss es quasi, wenn ich es dann nicht brauche, dann mache ich es aus. Okay. Ja. Und das sind die 3 großen Unterschiede, was der Unterschied zwischen der 90er und der 130er ist. Also im Wesentlichen ist es Kraft. Ja. Ja, wenn ich jetzt mal das Thema kleine Sachen wie Metall und Kunststoff und so weiter wegnehme, ist einfach pur mehr Kraft. Definitiv, ja. Und das ist nochmal ganz wichtig. Wir haben jetzt hier 130 mm dran stehen. Natürlich kann ich auch mit der hier tiefer schneiden. Also grundsätzlich das Blatt einsetzen, was mehr könnte, aber die hier ist dafür gedacht, eben auch wesentlich tiefer halt schneiden zu können. Genau. Ja? Auch vom was den Sägefortschritt angeht oder sowas, dann merke ich dann die Unterschiede, die sind dann hier schon sehr enorm zwischen den 2 Modellen. Das glaube ich. Also gerade wenn wir hier einen Brushless Motor haben, wird das auf jeden Fall gegeben sein. So, und jetzt haben wir aber die nächste. Was ist an der jetzt nochmal anders als an der hier? Ist hier noch ein stärkerer Motor drin? Ja. Okay. Sie hat einen viel stärkeren Motor drin, sie hat auch mehr Hubleistung. Das heißt, hier habe ich hier 22 mm Sägeblatthub, hier habe ich 26. Also die beiden haben jeweils 22. Genau. Alles 22, klar? der hat 26. Und bei der Maschine kommt noch hinzu, ich habe hier einen größeren Tisch, das heißt, die Auflagefläche ist größer. Ja. Ich habe dann die Option, gerade wenn ich hier so arbeite, dass ich im Prinzip einmal hier den Schalter habe,
Aber auch wenn ich ein Linkshänder bin, kann ich die Maschine hier einschalten. Schmitz haben die hier nicht, ja. Nein. Ja. Ja, okay. Das ist dann hier, sagen wir, der große Unterschied, was die Bedienung angeht. Aber auch hier in erster Schritt die Leistung. Ja, aber natürlich auch das Gewicht. Ja. Ich habe, wie gesagt, fast 500 Gramm mehr an Gewicht wie zu der. Und gerade wenn ich jetzt hier entsprechend so säge, ja, das merkt man schon. Ja, merkt man schon. Okay, aber ich habe deutlich mehr Leistung. Ja. Ihr schreibt mal in die Kommentare, ob wir die Leistung wirklich mal testen sollen. Würde ich mal sagen, dann okay, was ist denn das Maximum, was wir sägen können? Und wir werden es auch so machen, wie wir es in letzter Zeit ab und zu gemacht haben. Unten werden wir 3 Top-Kommentare setzen oder okay, wir werden 6 Top-Kommentare setzen. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Verirrte, die diese Sägen nutzen, die auch die Bügelvariante nehmen. Dann könnt ihr nämlich abstimmen, was ist eure Lieblingssäge? Würde mich sehr interessieren. Und schreibt auch gerne mal eure Kommentare darunter. Ja? Also nicht eure Kommentare, eure Erfahrungen darunter. Okay, so wir wollen die jetzt hier aber nicht schlecht machen. Ja? Die Säge ist einfach für das Maximale gedacht. Ja. Und kann auch entsprechend das Maximale. Gibt es von den Funktionen, von den Sachen noch irgendeinen Unterschied hier bei der? Sind gleich. Das heißt, auch hier die Absaugmöglichkeit über den Kanal. Den kann ich quasi rausziehen, kann den sauber anschließen. Habe dann im Prinzip keine Klappe, wo ich hier runterfahre, sondern ich stecke das Kunststoffteil hier ein. Das ist so gefertigt. Warum? Weil es in der Regel einmal drauf, im Lieferumfang drauf ist, wird runtergemacht und wird nicht wieder draufgesteckt. Darum ist es so gefertigt. Das heißt, es ist mit dabei, aber in der Regel wird es nicht eingesetzt. Also vielleicht klingt das falsch, aber der Profi wird es wirklich zur Seite stecken und dann sagen, okay. Ja. Zu einer sehr großen Wahrscheinlichkeit. Nett, dass dabei ist. Ja. Also ich bin jetzt nicht der Profi, aber ich lege sowas auch mal weg und ich habe das noch nie runtergemacht. Ja. Mir ist es dann auch lieber, wenn das gar nicht da dran ist, dann kann nichts kaputt gehen. Ja. Das ist so. Dann das nächste Teil, was die 130er hat, auch die 90er, da besteht die Möglichkeit, diesen Spannreitschutz hier einzusetzen. Also wir haben jetzt hier die Möglichkeit, den hier einzusetzen. Ja. So. Ja. Hier ist eine Sache wichtig, und zwar hattest du gesagt, es gibt hier den Fuß. Ja. Wenn wir den nehmen, dann haben wir hier die Funktion nicht mehr. Ja, genau. Und zwar habe ich jetzt hier genau die Fläche, Tisch und Spannreitschutz. Das heißt, wenn ich hier das aufs Material aufsetze, habe ich keinen Abstand vom Material zum Sägefuß oder zum Splitzerschutz. Ja. Setze ich jetzt aber hier diese Schonkappe auf, habe ich, du siehst es hier, die 2-3 Millimeter. Ja. Das heißt, jetzt muss man ehrlich sagen, bringt der Spannreitschutz im Prinzip nichts. Mhm. Ja. Das heißt, wenn ich den Spannreitschutz wirklich nutze, dann sollte ich so arbeiten. Mhm. Eine Frage an dich. Wie benutzt du persönlich die Sägen? Immer mit dem oder immer mit dem Metallfuß? Warum? Weil die Anforderung, die ich jetzt bis jetzt hatte oder sowas, dass ich die Oberfläche verkratze, nicht gegeben war. Und wenn, dann klebe ich sie ab. Ja, mache ich auch so. Und also ist es quasi etwas für jemanden, der sagt, ja, ich brauche es dann doch mal. Ja. Aber ansonsten mache ich es meistens eigentlich auch ab. Ja. Also es wird in der Regel abgemacht. Und wie gesagt, wenn die Oberfläche nicht beschädigt werden darf, dann klebe ich sie persönlich ab. Und auch im Freundeskreis sind es viele Zimmer oder Schreiner, die machen das genauso. Ja, okay. Jetzt aber die Frage, wenn wir uns jetzt die einzelnen Maschinen anschauen, Maschinen hier mal hinstellen, welcher sollte welchen Akku nutzen? Also welche Maschine hat auch eine Anforderung an einen bestimmten Akku? Vom Prinzip her spielt es keine Rolle, was für Akkus drunter kommen. Keine Maschine braucht irgendeinen Akkupack oder eine gewisse Amperezahl. Spielt hier keine Rolle. Aber damit das Ganze sinnhaftig ist, würde ich die 90er maximal immer mit dem 2 Ampere Stunden Akkupack betreiben. Weil dann ist die Kombination aus leichtem Akkupack zur leichten Maschine und dann macht es auch Sinn. Ich kann aber auch den Alles wird hier weggeschmissen. Also ja, genau, weg ist weg. Genau, weg ist weg. Hatten wir ja vorhin schon gesagt. Was ich an der Säge schön finde, ist wirklich, und da hast du recht mit dem kleinen Akku, die ist wirklich sehr klein handlich. Damit kann man schon so in der Ecke so ein bisschen zack, zack, zack. Ja, das ist schon cool. Jetzt vergleich mal, nimm mal den Vierer, da haben wir ungefähr 200 Gramm Gewichtsunterschied. Was das allein ausmacht, vom Handling her. Ja, das merkt man. Ja, das merkt man wirklich. Ja. Das ist. Sie wird, Ja, wenn ist du auch selbst, sie zieht es leicht nach hinten. Sie wird unhandlicher. Also allein jetzt hier vom Handling her, hier für den Daumen ist es schon was anderes. Aber auch so allgemein, sie ist schwerer, das stimmt. Ja. Und das ist mal ganz wichtig, genau den richtigen Akkupack zu nehmen. Wir haben ja hier auch größere, ja,
wenn wir jetzt hier mal zum Beispiel einen sehr, sehr guten Akku nehmen, können wir natürlich auch einsetzen. Also grundsätzlich, weil viele fragen, ja, dann kann ich ja den Akku gar nicht nutzen. Das ist Quatsch, ja. Wenn du nicht so viele hast, kannst du auch den dran setzen. Auch das wird funktionieren. Okay, ja, dann wird aber das Handling dann anders, denn wissen wir so. Nicht besser. Ja. Besser auf keinen Fall. Da aber eine Frage. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir nehmen jetzt hier mal den kleinen, haben wir hier eine Einschränkung durch den Akku in der Verstellung des Winkels irgendwann? Nein. Also bei den größeren kann es sein, wenn ich im Absaugkanal arbeite, aber in der Kombination nicht. Okay. So, wir haben also hier den kleinen. Bei der hier würdest du dann den Vierer nehmen? Ja, den einreihigen, den Lithium HD mit den 21700 Zellen. Das wäre der richtige Akkupack. Aber den HD-Akku? Ja. Okay, um die maximale Leistung zu haben. Wir können auch den Vierer nehmen, den zweireihigen mit den 18650er Zellen, aber dann habe ich wieder den Gewichtsnachteil. Und habe auch im Prinzip keinen Vorteil, was die Leistung angeht. Von daher, meine Empfehlung wäre der 4 Ampere. Okay. Einreihiger Akkupack für die 130er. Okay. Und bei der hier? Da ist es so, da sind wir an der Grenze. Ich hätte mal sagen, 80% der Anwendungen würde auch mit diesem Vierer gehen. Aber wenn ich sage, maximale Ausbeute, maximale Schnitttiefe, dann mein Lieblingsakkupack, der 5,5er. Der hier? Ja. Okay. Und der hier, warum der nicht? Kann man machen, ist aber mit Kanonenkugel auf Spatzen geschossen. Ja, aber ich sag mal, wenn ich den habe, dann. Also generell. Also der macht es jetzt nicht schlechter. Nein, ich kann generell auch den da einsetzen. Klar. Dann fehlt mir halt ein bisschen die Leistung, was der Motor Punch, bekommt. Der Punch fehlt halt. Aber nochmals, jeder Akkupack, den wir haben, passt in jede Maschine rein. Alle Maschinen funktionieren so, dass ich einen Schnitt machen kann. Klar. Aber wir sind ja da, um zu sagen, okay, wie hole ich die beste Performance, die beste Leistung aus der Maschine raus? Und daher, hier steht ganz klar der Gewichtsvorteil. Beim Zweier, da brauche ich auch nicht diese Leistung bei der Kategorie. Das heißt, die Kombination ist top. Bei der 130er wäre es der 4 Ampere Lithium-HD-Akkupack. Das wäre die Top-Kombination. Und da, je nachdem, was ich mache, 80% Anwendung wird ja langen. Aber wenn ich dann doch wirklich das Maximale brauche, so wie du mal sagst, hier, ich brauche das, ja, dann der. Okay. Nochmal hier zu dem, also zum Thema X, ist es so, wenn du den dann hast, dann ist der natürlich auch super. Ja? Aber du musst nicht extra den hier kaufen, um die maximal auszunutzen. Das ist wichtig fürs Verständnis nochmal. Wir haben eine Sache noch nicht geklärt. Und zwar, warum heißt die jetzt Stab? Also vielleicht für diejenigen, die nicht so viel Erfahrung mit Stichsägen haben. Ja, wir haben ja hier eine Stabstichsäge und das ist eine Bügelstichsäge. Ja. Und das ist eine Bügelstichsäge, die im Namen Stab heißt. Stab heißt. Wir haben uns irgendwann mal gedacht, okay, wir fangen mal an und machen diese 3 Leistungsklassen und sind von Haus aus generell so, dass wir sagen, okay, für jeden ST-Stichsäge 18, dass es irgendwo zusammenpasst. Jetzt haben wir bei den Stichsägen haben wir es so gemacht, bei der 90er, bei der 130er haben wir ST und noch kein A. Ja. Wo die 105 rauskommen ist, haben wir ein A dazu gekauft. Oder das Produktmanagement. Ja, muss manchmal sein. Das heißt STA, Stichsäge, Akku. Wir haben noch Netz, kabelgebundene Geräte, die heißt dann STE. Okay. So. Und das B steht dann für Bügel. Natürlich. Und nicht für Stab per se, sondern Stichsäge, Akku mit Bügel. Okay. Ja. Manchmal werden Dinge auch nicht einfacher. Ja, wie gesagt, für uns ist es normal. Wir kennen es nicht anders. Klar. Aber wir versuchen es auch für die Leute draußen zu machen. Einfach zu machen, die sagen, okay, Stichsäge, STA, Akku, okay, passt. Jetzt kann es hier vielleicht bei dem einen oder anderen dazu führen, dass er sagt, das ist doch kein Stab, das ist ein Bügel. Aber das B steht hier für Bügel. Ja. Also bei uns war es auf jeden Fall ein Running Gag, als sie rausgekommen ist, dachte ich schon so, da hat Metabo schon wirklich Humor bewiesen. Ja. Okay, aber ich habe ja vorhin gesagt, ich mag diese Sägen einfach nicht, weil sie für mich einen viel zu hohen Schwerpunkt haben und die Handlichkeit nicht gegeben ist. Definitiv. Und wie ist denn das deiner Erfahrung nach? Du hast ja auch viel natürlich mit absoluten Vollprofis zu tun. Siehst du bei Vollprofis so eine Säge? Nein. Ja, das ist häufig so, dass jemand, der, ich sag mal, aus dem Baumarkt kommt und so einfache Sägen gewohnt ist, und sagt, naja, aber das fässt sich doch gut an und so. Ja? Das ist so mein Gefühl. Ansonsten weiß ich nicht, warum ich diese Säge vorziehen sollte. Nicht, dass per se jetzt hier das ein schlechtes Thema ist. Viele Hersteller haben ja sowas noch im Programm. Aber es ist eher so ein, ja, müssen wir halt auch haben, so von meinem Gefühl. Es gibt
einen technischen Vorteil, was die Bügelvariante zur Stab- oder Knaufvariante hat, da komme ich später noch mal kurz drauf oder gleich im Anschluss. Aber in dem Sektor Profi, Ambitierter, Heimwerker wirst du keine Bügelstichsägen mehr finden. Im Einstiegsbereich, gerade Baumarkt, sagen wir Stichsägen 65 mm Schnitttiefe, bei uns die ST 65, klassisch Bügelform, Klar. wie es vor oder seit 40 Jahren gibt. Ja. Ja. Im Ausland sieht es ein bisschen anders aus, da gibt es dann doch noch Fans von der Bügelvariante, aber im deutschsprachigen Raum Ist es das hier. ist die quasi tot. Und nochmal für euch, es ist ja vor allem, wenn ich jetzt von oben säge, von unten ist sowieso völlig witzlos damit, ja? Ja. Aber wenn ich jetzt von oben säge, ist einfach das Thema, ich habe die jetzt hier im Griff und ich bin ganz, ganz nah jetzt mit dem Schwerpunkt auch an meinem Material. Und ich neige nicht dazu, hier irgendwo hinzukippen und ich habe super viel Kontrolle. Das ist hier etwas ganz anderes, weil ich bin hier super weit weg und hier neigt man schon eher mal irgendwo hier so sich zu vertun und ich habe einfach diese Kontrolle nicht. Ja, deswegen mag ich diese Bauform nicht. Das hat erstmal überhaupt nichts mit Metabo zu tun. Aber man muss es vielleicht manchmal noch im Programm haben. Was ist denn der Vorteil von der Säge? Der größte Vorteil ist halt, ich habe bei der Stichsäge oder bei den an, habe ich quasi an-aus. Richtig. So. Und hier kann ich selber bestimmen, selber Gas geben. Und ich habe hier noch im Prinzip eine Funktion, wo ich sie arretieren kann. Habe ich im Prinzip ja auch. Aber der größte Vorteil ist, dass ich die Maschine hier selber quasi regulieren kann, sprich ich kann Gas geben. Das ist der einzige technische Vorteil. Ob der relevant draußen ist, ich denke nein. Also die Bügelstichsägen, egal in welcher Leistungsklasse, egal ob Netz oder Akku, in Bügelform mit deutschsprachigem Raum, keine Relevanz. Du hast gerade was Wichtiges gesagt, Netz oder Akku. Haben netzbetriebene Stichsägen noch, ich sag mal, eine Relevanz, eine wirkliche Relevanz? Nein, also im Einstiegsbereich ja, das ist eine Preisfrage. Wir zum Beispiel haben in dieser Leistungsklasse gar keine Stichsäge mehr im Netz. Nur noch, also in der Klasse, die 90er gibt es noch als Netzvariante, aber hier 130, 150 nur noch ein Akku. Weil es auch nicht nachgefragt wird, oder? Ja, weil der Trend, früher war es so, wir haben uns eine Stichsäge entwickelt als Netz und dann haben wir eine Akkuvariante draus gemacht. Heutzutage ist es genau andersrum. Es wird das Akkugerät quasi konstruiert, entwickelt und dann stellt sich die Frage, macht Kabel überhaupt noch Sinn? Das hat sich in den letzten, sage ich mal, 5 bis 7 Jahren massiv verändert. Akku steht ganz klar im Fokus. Ja, gibt immer die leidige Diskussion, Akku oder Kabel, wo viele dann immer sagen, ja, nein, aber Kabel und Kabel und Kabel und so, aber es ist einfach so, das macht halt auch keinen Spaß, wenn hier noch ein Kabel hinten dran hängt. Ja? So, wir müssen noch eine Sache zentral klären, und zwar, warum ist das hier die beste Tauchsäge von Metabo? Ja, und zwar haben wir ja gerade diesen Schuh angesprochen, der hat hier vorne 2 Gumminasen. So. Jetzt ist also, wenn ich eine Arbeitsplatte aussäge oder generell einen Ausschnitt mache, habe ich ja in der Regel einen Akkuschrauber dabei und mache mir ein Loch rein, setze das Sägeblatt durch und säge dann sauber meine Arbeitsplatte aus. Habe jetzt aber mal keinen Akkuschrauber dabei oder irgendeine Möglichkeit, ein Loch zu machen. Wie kriege ich das Sägeblatt quasi ins Material? Ja. Reinsägen, blöd, Platte kaputt. So. Das heißt, ich kann hier mittels den 2 Nasen setze ich die Maschine hier an und kann dann quasi hier sauber eintauchen, ohne dass mir die Maschine, probier es mal selber. Das hält wirklich gut, ja? Ja, das ist ein sehr großer Widerstand, das heißt, da kann ich auch nicht abrutschen. Ja, kann man wirklich. Und dann kann ich eintauchen. Das ist so eine kleine. Rein und dann geht's los. Ja. Das hat nur die 150er oder hat das auch schon 130er? Nein, das haben nur, wie gesagt, hat die nicht. Hat deine Lieblingsmaschine, die absolute, die Profimaschine, wo du immer sagst, hat das diese Funktion? Ja, nee, also Profimaschine, das will ich gar nicht sagen. Also natürlich sind alles Profimaschinen, ja. Aber der Kunde neigt dazu, immer das größte Gerät zu kaufen. Und ganz schlimm finde ich es bei Akkuschraubern. Und dann immer den größten Ballermann zu kaufen für so kleine Schrauben, für 30 mal irgendwas, ja. Das hatten wir auch schon öfters diskutiert. Ich bin da kein Freund von immer, viel hilft viel. Aber oftmals ist es so, wenn ich es brauche, habe ich es, kann ich. Aber in der Regel brauche ich es nicht. Oder in der sehr schnell brauche ich es. Und dann muss ich abwägen. Ich bin eher ein Freund, dass die Maschine klein, handlich, dass ich hier sauber arbeiten kann. Auch bei den Akkupacks. Wenn ich jetzt draußen bin und sage, ich brauche den LI-HDX, ich brauche den 2 Akkupack. Ja, wenn ich irgendwo ganz weit weg bin und habe keine Möglichkeit nachzuladen oder sowas, dann kann das Sinn machen. Aber wenn ich die Option habe, sagen, okay, dann würde ich mir lieber 2 oder 3 von den kleinen Akkupacks mitnehmen, weil ich einfach ein Freund bin von der Handlichkeit. Ja, total. Und da
Da bin ich ein Freund, wo ich sagen kann, schön, wenn du sie haben möchtest, kriegst du die. Ja? Aber ich glaube, für deine Anwendung, die Kombination mit dem Akku-Pack ist genau die richtige Maschine für dich. Und um das kommt es dann auch am Ende des Tages drauf an. Die Maschine muss zur Anwendung passen und dann muss es auch Spaß machen. Ja, das auf jeden Fall. Das sind auch gute Schlussworte. Es muss halt auch Spaß machen. Ich glaube, du hast mich zumindest zu 70% überzeugt. Ich muss mit ihr nochmal sägen, deswegen schreibt fleißig in die Kommentare, dass wir einen Test machen sollen. Wenn ihr noch viele Fragen habt, dann kommt der Norbert vielleicht nochmal wieder. Und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.